Hallo Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich habe heute mal wieder ein Bild gemalt, was ich sehr oft male und was ich jetzt hier auch wirklich in Serie angefertigt habe. Und das ist das beigefarbene Bild mit der goldenen Linie. Man könnte ja auch schon sagen, es ist ein klassisches Motiv von mir, aber wie gesagt, ich fertige die Sachen auch manchmal einfach in Serie an, weil ich sie halt auch verkaufe. Bei dem Bild habe ich es auch ein bisschen anders gemacht. Ich habe nämlich die Rakeltechnik verwendet, das zeige ich euch dann später noch. Ich habe hier meine Spachtelmasse, die ich auftrage. Ich mische mir die ja immer selber an. Ich habe ja irgendwie so einen 5 Liter Eimer mit Spachtelmasse und da mische ich mir dann etwas Dekosand dazu und kann so bestimmen, wie körnig die Struktur sein soll. Man kann natürlich auch schon fertig eine körnige Spachtelmasse kaufen, das ist gar kein Problem. Wichtig ist aber immer, wenn ihr sowas verwendet, nehmt nicht irgendeine Spachtelmasse aus dem Baumarkt, weil die meistens viel zu bröckelig sind und dann nachher vom Bild runterrieseln. Es muss immer wirklich extra eine für Künstler sein, also aus dem Künstlerbedarf möglichst. Ich kaufe meine ja immer bei Gerstecker und die beliefern auch viele andere EU-Länder, aber außerhalb der EU glaube ich nicht. Und deswegen werde ich halt öfter mal gefragt, wo ich meine Spachtelmasse her habe. Aber ich bin mir sicher, es gibt auch in anderen Ländern Alternativen. Vielleicht muss man einfach mal nach Coarse Structure Paste oder Modeling Paste oder sowas suchen. Da wird man bestimmt auch fündig. Bevor ich die Farben auftragen kann, muss natürlich die Spachtelmasse komplett durchgetrocknet sein. Deswegen arbeite ich da dann einfach am nächsten Tag weiter. Und ich habe auch alle Farben, die ich hier verwende, in der Infobox aufgelistet. Da könnt ihr gerne nachschauen, was das in dem Fall ist. Ich variiere ja auch immer so ein bisschen, wie ich vorgehe bei der Malweise. Hier habe ich mich jetzt dafür entschieden, einfach am Anfang die Seiten zu bemalen und dann mit dieser Linie anzufangen. Und da mische ich mir erstmal ein paar Braun- und Grautöne rein. Dafür mische ich zum Beispiel diese Farbe Apple Cinnamon von Sostrene Grene mit dem Pastel Lilac, also mit diesem Pastell Lila. Und das ergibt auch so einen schönen, etwas neutraleren Ton. Und da möchte ich später auf jeden Fall auch noch ein paar Honigtöne dazu haben. Und die mische ich mir dann einfach immer so dazu mit Cadmiumgelb zum Beispiel oder so einem Ocker. Es soll auf jeden Fall wieder ein schöner warmer Eindruck entstehen und ich imitiere auch so ein bisschen das Blattgold, was ich später dann auftrage mit den Farben, also dass ich da auch eben diese Gold- und Honigtöne mit reinbringe. Und diese Linie, die hier im unteren Drittel ist, das ist ja quasi mein Hauptfokus und die wird immer am dunkelsten. Da werde ich später auch das goldene Blattmetall auftragen und drumherum mache ich auch immer noch mal so ein paar Braun- und Honigtöne, damit das halt aussieht wie ein bisschen schattiert. Also das ist jetzt so die normale Vorgehensweise, wenn ich diese Art von Bildern male. Ist eigentlich immer sehr ähnlich. Wie gesagt, mal fange ich bei den Seiten an, mal fange ich einfach bei dieser Linie an. Das ist so je nach Tageslaune. Ja, und das Weiß mische ich natürlich dann auch immer direkt dazu. Das trage ich auch direkt auf die Leinwand auf und mische das dann gleich mit rein, weil ich möchte halt am meisten wirklich helle Stellen haben. Und da das so ein Mischweiß ist, kann ich das dann auch direkt einarbeiten. Da muss man auch ein bisschen schneller sein. Also ich arbeite wirklich bei diesen Bildern immer recht schnell und zügig, damit es auch nicht antrocknet, weil sonst wird das bröckelig und dann kann man halt die Farben nicht mehr so schön ineinander mischen.
habe jetzt hier ein ganz besonderes Tool ausgesucht und zwar ist das ein großes Lineal. Ja, sehr professionell hier, aber es ist für mich einfach praktisch, weil es ist das Einzige, was ich wirklich habe, was diese Länge hat. Und ich hatte ja auch schon angekündigt, dass ich hier diese Rakeltechnik verwenden möchte. Und da braucht man natürlich auch so ein langes Werkzeug dafür. Ich habe auch schon mal das ausprobiert mit so einem Duschabzieher. Das geht natürlich auch, allerdings ist der halt nicht so lang. Und je nach Größe des Bildes macht es dann halt doch auch Sinn, auf größere Werkzeuge umzusteigen. Und für mich war das jetzt halt hier irgendwie übrig und dann habe ich das einfach mal genommen. Ja, also man kann mit solchen Sachen natürlich rumexperimentieren. Man muss nicht immer extra für alles ein extra Werkzeug kaufen, wenn man doch schon was zu Hause noch hat, was man auch verwenden kann. Was ich auch mal ausprobiert habe, ist das Ganze mit so einem Stück Karton zu machen. Das Problem dabei ist nur, dass der natürlich die Feuchtigkeit aus der Farbe aufnimmt und man damit dann nicht mehr so gut arbeiten kann, weil er halt die Festigkeit verliert. Man braucht halt wirklich diese Stabilität auch, ne? Deswegen habe ich jetzt hier dieses Lineal benutzt und das finde ich einfach passend und praktisch und muss ich immer mal zwischendurch natürlich auch an einem Küchentuch hier abwischen. Aber es erfüllt seinen Zweck genauso, als wenn ich mir da jetzt so ein Teil aus dem Baumarkt gekauft hätte. Und um das Ganze abzurunden und die Strukturen auch noch mal ein bisschen kleiner und feiner zu gestalten, habe ich natürlich hier auch wieder mein Malmesser. Das benutze ich für fast jedes Bild, was ich male und es ergibt einfach immer sehr schöne Strukturen in der Acrylfarbe. Und man kann auch die Farbe, die unten drunter ist, noch mal so ein bisschen nach oben bringen, weil wie gesagt, lasse ich die Sachen nicht durchtrocknen, sondern ich arbeite halt zügig und kann so die Farbe, die ich unten drunter aufgetragen habe, halt wieder so nach oben holen, falls das irgendwie Sinn macht. Ja, und weil mir der Rand hier auch noch ein bisschen zu langweilig aussieht, gehe ich auch mit diesem gräulichen Ton nochmal an die Ränder, also an die Seiten und arbeite da ein paar dunkle Töne wieder mit ein, damit das Ganze einfach ein bisschen interessanter aussieht und mehr wie so eine Steinplatte, die irgendwie aufgebrochen ist. Das ist immer so ein bisschen die Assoziation, die ich damit habe. Und rund um die Linie mache ich auch immer noch mal gerne so ein paar Akzente, entweder in so einem Braunton oder auch manchmal in Honigtönen oder wie gesagt auch in anderen Goldtönen, damit das möglichst vielschichtig aussieht, das Ganze. Bevor wir das Bild mit dem goldenen Blattmetall bearbeiten können, muss es erstmal komplett trocknen, am besten einmal über Nacht. Dann trage ich hier als erstes diese Anlegemilch auf. Das ist wie so eine Art Kleber, der aber sehr milchig ist, der eine Weile braucht, um anzutrocknen, damit er die richtige Klebkraft besitzt. Und den trage ich jetzt hier erstmal rund um diese Linie auf und ziehe das auch mit diesem Malmesser noch ein bisschen nach außen. Die Überschüsse kann man auch mit einem Schwämmchen noch abtupfen, falls einem das ein bisschen zu dick aufgetragen ist. Und dann trocknet das Ganze für etwa 25 Minuten an. Also es soll nicht ganz durchtrocknen, es soll nur einfach diese Klebkraft entwickeln können und das ist halt nach circa
20 bis 25 Minuten. Kommt natürlich immer auch etwas darauf an, wie dick das aufgetragen wurde. Ich empfehle das immer so dünn wie möglich zu machen, dann geht es auch schneller. Ja, und das goldene Blattmetall, das lege ich mit den Händen an und arbeite das dann mit dem Pinsel nochmal so ein. Ich ziehe das dann, reiße das dann quasi so weg und dann streiche ich da mit dem Pinsel nochmal drüber. Ich versuche auch immer das Gold rund um die Linie aufzutragen, also nicht, dass es nur auf der Linie ist, sondern auch so ein bisschen darunter, so als wäre das aus der Felsspalte irgendwie rausgeflossen oder so, oder als ob da halt so ein paar Sprenkel wären, weil ich finde, das gibt dem Ganzen nochmal irgendwie ein bisschen einen verwunscheneren Look, ja, um es mal so auszudrücken. Und deswegen mache ich auch immer ein bisschen Kleber darunter, so punktuell. Und danach, wie immer, sauge ich einmal über das Bild drüber. Manche finden es immer lustig, dass ich da mit dem Staubsauger rangehe. Aber ich frage mich auch ganz ehrlich, wie machen das denn andere? Also diese ganzen Partikel, die müssen ja irgendwie weg. Und ich meine, so ein Bild ist robust, das kann das durchaus ab, dass man da mit dem Staubsauger rübergeht. Naja, wie auch immer, das Bild ist jetzt fertig und ich bin auch total zufrieden damit. Ich finde, es hat denselben schönen minimalistischen Look, den ich immer gerne male. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.